Stell dir vor, du stehst nachts draußen und schaust in den Himmel. All diese Sterne, all diese Galaxien, alles, was du siehst, alles, was existiert, hatte einen Anfang, einen einzigen Moment, in dem alles begann. Aber dann passiert etwas in deinem Kopf. Eine Frage kriecht hoch, die dich nicht mehr loslässt. Moment mal, wenn alles einen Anfang hatte, was war dann davor? Diese Frage ist so alt wie die Menschheit selbst und sie macht etwas mit dir. Sie lässt dich schwindelig werden, als würdest du über den Rand der Existenz selbst schauen. Komm mit mir, lass uns gemeinsam über diesen Rand schauen. Du kennst die Geschichte. Vor knapp 14 Milliarden Jahren war das gesamte Universum, alles was du siehst, alles was du bist, in einem Punkt konzentriert. Kleiner als ein Atom, kleiner als alles, was du dir vorstellen kannst. Und dann, boom, der Urknall. Aber warte, lass uns das nochmal langsamer machen. Was bedeutet das eigentlich? Alles war in einem Punkt. Stell dir vor, du nimmst die Erde und presst sie zusammen. Immer weiter, bis sie so klein ist wie ein Haus, dann wie ein Ball, dann wie eine Murmel und dann noch kleiner. Viel, viel kleiner. Jetzt nimm nicht nur die Erde, nimm die Sonne, nimm alle Sterne, die du siehst, nimm alle Galaxien, hunderte Milliarden davon, press alles zusammen, immer weiter, bis nichts mehr übrig ist als ein Punkt. Und in diesem Punkt, da ist nicht nur alle Materie, da ist auch alle Zeit. Ja, die Zeit selbst. Jeder Moment, der je sein wird. Dein erster Kuss, dein letzter Atemzug. Alles komprimiert in diesem einen Punkt. Merkst du, wie dein Verstand dagegen ankämpft? Wie er versucht, sich das vorzustellen und dabei scheitert? Das ist normal. Dein Gehirn wurde nicht dafür gemacht, so etwas zu verstehen. Es wurde gemacht, um Beeren zu sammeln und vor Säbelzahntigern wegzulaufen. Und wenn dich genau solche Gedanken faszinieren, diese Momente, in denen das Universum größer wird als unser Alltag, dann bleib hier. Gleich wird es noch seltsamer. Und jetzt kommt der Teil, der dich umhauen wird. Die meisten Wissenschaftler glauben heute nicht mehr, dass dieser Punkt, diese Singularität, wirklich der Anfang war. Warum nicht? Weil die Mathematik verrückt spielt. Wenn du versuchst, die Physik bis zu diesem Punkt zurückzurechnen, bekommst du eine Antwort, die Physiker hassen. Unendlich. Unendliche Dichte. Unendliche Temperatur. Unendliche Krümmung der Raumzeit. Und unendlich ist in der Physik wie ein Stoppschild. Es sagt dir, hier stimmt etwas nicht. Du hast die Grenze deiner Theorie erreicht. Also haben Physiker weitergesucht. Und sie haben etwas gefunden. Etwas, das noch verrückter ist als der Urknall selbst. Stell dir vor, du bläst einen Luftballon auf. Aber nicht normal. Du bläst so schnell, dass der Ballon in einer Billionstel Sekunde größer wird als das gesamte sichtbare Universum. Das ist keine Übertreibung. Das ist buchstäblich das, was passiert sein muss. Diese Phase nennen wir Inflation. Und sie geschah vor dem heißen Urknall. Lass das mal sacken. Der Urknall war nicht der Anfang. Er war das Ende von etwas anderem. Das Ende dieser wahnsinnigen Aufblähung. Als die Inflation endete, wurde all diese Energie, die das Universum aufgebläht hatte, in Hitze umgewandelt. In Materie. In alles, was wir kennen. Das ist der Moment, den wir Urknall nennen. Aber jetzt hast du natürlich die nächste Frage. Okay, was war dann vor der Inflation? Halt dich fest. Was wäre, wenn ich dir sage, dass die Inflation vielleicht nie aufgehört hat? Zumindest nicht überall. Stell dir einen Topf mit kochendem Wasser vor. Überall blubbern Blasen hoch. Jede Blase ist ein Universum. Unser Universum, mit dir, mir, der Erde, allen Sternen, ist nur eine dieser Blasen. Und während du das hier liest, entstehen irgendwo da draußen neue Blasen. Neue Universen. Jeden Moment. Unendlich viele. In manchen dieser Universen ist die Schwerkraft stärker. Die Sterne kollabieren sofort. In anderen ist sie schwächer. Keine Sterne können sich bilden. In wieder anderen gibt es vielleicht gar keine Atome, wie wir sie kennen. Warum ist unser Universum dann so perfekt für uns? Die Antwort ist fast zu einfach, weil wir nur in einem Universum existieren können, das uns erlaubt zu existieren. In all den anderen Universen ist niemand da, der sich wundert. Aber warte, es wird noch seltsamer. Das James-Webb-Teleskop, unser schärfstes Auge ins All, hat etwas entdeckt, was niemand erwartet hatte. Als es in die tiefste Vergangenheit schaute, nur 300 Millionen Jahre nach dem Urknall, sah es Galaxien. Große Galaxien,
Entwickelte Galaxien. Das ist, als würdest du ein neugeborenes Baby anschauen und es hat schon Zähne und kann laufen. Diese Galaxien enthalten schwere Elemente, Sauerstoff, Kohlenstoff. Aber diese Elemente können nur in Sternen entstehen. Sterne, die geboren werden, brennen und sterben müssen. Das braucht Zeit, viel Zeit. Und genau hier fangen Physiker an, nervös zu werden. Also entweder verstehen wir etwas Fundamentales nicht über das frühe Universum, oder da war mehr vor dem Urknall, als wir dachten. Aber jetzt kommt der Teil, der alles auf den Kopf stellt. Was, wenn die Frage, was war vor dem Urknall, gar keinen Sinn ergibt? Stell dir die Frage, was ist nördlich vom Nordpol? Die Frage ergibt keinen Sinn, nicht weil wir die Antwort nicht kennen, sondern weil die Frage selbst falsch gestellt ist. Die Richtung Norden hört einfach am Nordpol auf. Genauso könnte es mit der Zeit sein. Die Zeit selbst könnte am Urknall beginnen. Es gibt kein Davor, weil davor Zeit braucht und die Zeit erst mit dem Urknall anfängt. Dein Gehirn wehrt sich dagegen, oder? Es will ein Davor. Es braucht ein Davor. Aber das liegt nur daran, dass du in der Zeit lebst. Du kannst dir keine Welt ohne Zeit vorstellen. Genauso wenig wie ein Fisch sich eine Welt ohne Wasser vorstellen kann. Einstein hat uns gezeigt, dass Zeit keine universelle Uhr ist, die für alle gleich tickt. Zeit ist relativ. Was für dich jetzt ist, könnte für jemanden, der sich schnell bewegt, gestern oder morgen sein. Vielleicht existieren alle Momente, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, gleichzeitig. Wie die Seiten eines Buches. Alle da, alle real. Nur dass wir sie nacheinander erleben. Was war also vor dem Urknall? Vielleicht eine wahnsinnige Inflation, aus der unser Universum entstand. Vielleicht ein anderes Universum, das zu Ende ging. Vielleicht unendlich viele Universen, die wie Seifenblasen entstehen und vergehen. Oder vielleicht ist die Frage selbst das Problem. Vielleicht gibt es kein Davor, weil die Zeit selbst erst anfing. Das Verrückte ist, du lebst in der ersten Generation der Menschheit, die diese Frage nicht nur stellen, sondern vielleicht auch beantworten kann. Neue Teleskope werden gebaut, neue Experimente gestartet. Wir suchen nach Gravitationswellen aus der Inflation selbst, nach den Fingerabdrücken dessen, was vor dem Urknall war. Die Antwort wird alles verändern, wie wir über uns denken, über unseren Platz im Kosmos, über die Natur der Realität selbst. Weißt du, was das Verrückteste daran ist? Du bist aus denselben Atomen gemacht, die in diesem ersten Moment entstanden. Der Wasserstoff in deinem Körper ist fast 14 Milliarden Jahre alt. Du bist buchstäblich so alt wie das Universum selbst. Und wenn du nachts in den Himmel schaust und dich fragst, was war davor, dann ist das Universum, das über sich selbst nachdenkt. Durch dich. Du bist nicht getrennt vom Kosmos. Du bist der Kosmos, der versucht, sich selbst zu verstehen. Vielleicht werden wir die Antwort finden, vielleicht auch nicht. Aber allein, dass wir die Frage stellen können, dass ein Haufen Atome, der vor 14 Milliarden Jahren in einem unfassbaren Feuerball entstand, jetzt hier sitzt und über seinen eigenen Ursprung nachdenkt. Das ist das eigentliche Wunder. Wenn dich solche Fragen über den Ursprung von allem faszinieren, dann abonnier den Kanal und gib dem Video ein Like. So verpasst du keine Reise mehr an die Grenzen unseres Denkens. Was denkst du? War da etwas vor dem Urknall? Oder macht die Frage keinen Sinn? Lass es mich wissen. Denn deine Gedanken darüber sind genauso Teil des Universums wie die Sterne selbst.